Okay, so welcome back, everybody. Willkommen zurück allerseits. Everything around there. Let's start off with a chant together, and this one, the words are very simple, but it's also on the paper. Beginnen wir mit einem Chant. Die Worte sind einfach, aber sie sind auch auf der Unterlage. Oh, first, just to check the sound, everybody's okay, because I saw that somebody was not hearing. Jetzt hören alle gut, weil einige haben gemeldet, dass sie das nicht tun. Okay. So, come to the source of all life. Kommt zur Quelle allen Lebens. That's on the paper. Maybe Nirtan, you could put it there. Gather peace, fill your cup, offer blessings. Sammle Frieden, füll deine Schale. From session 2. Um zu segnen. Yeah. So the words, come to the source of all life, gather peace, fill your cup to offer blessings. Hu, Allahu, Allahu. Ya salam, Allahu. Did you find it, Nirtam? Yeah. It's the second page I sent to you. Yes, I did put it in the chat. Oh, you put it in the chat. Okay, that's fine. That's just as good. Okay. Also der Text wird im Chat sein. Okay, so. Come to the source of all life. Gather peace, fill your cup to offer blessings. Come to the source of all life. Gather peace, fill your cup to offer blessings. Hu, Allahu, Allahu. Ya salam, Ya salam, Allahu. Hu, Allahu, Allahu. Ya salam, Ya salam, Allahu. Come to the source of all life. Gather peace, fill your cup, offer blessings. Come to the source of all life. Gather peace, fill your cup, offer blessings. Hu, Allahu, Allahu. Ya salam, Ya salam, Allahu.
So we return to the sacred breath, source of life. Kehren zum heiligen, geheiligten Atem zurück, zur Quelle des Lebens. Each breath we take, we're connected with the divine breath, allowing that to be breathed through us. Mit jedem Atemzug verbinden wir uns mit dem göttlichen Atem, der in jedem Atemzug auch durch uns weht. So I would like us to actually share some moving practices, breathwork and movement practices. Not too long, not like a whole hour or something, but this is really good for us to combine breathwork with gentle movement and a meditative state in doing these movement practices. Ich möchte jetzt ein paar Atem- und Bewegungsübungen mit euch teilen. Es ist einfach nicht stundenlang, sondern ein bisschen. Das ist einfach eine wunderbare Art, in einen meditativen Zustand zu kommen, in dem man sanfte Bewegung und den Atemstrom mit einbezieht. Yes. So these are practices, of course, drawn from more my professional work, but I combine it with Sufi meditations. Das sind natürlich Praktiken, die ich aus meiner beruflichen Tätigkeit einbringe, aber ich verbinde sie mit Sufi-Meditation. It's just really good for body, mind, and spirit. Es ist einfach gut für Körper, Mind und Geist. So I won't say so much, but just to listen to your body all the time, because we have accumulated much stress over time. So it's important to listen, to notice what's going on and what is enough. Und es ist gut, auf den Körper zu hören, denn wir haben einfach sehr, sehr viel Stress angesammelt im Laufe der Zeit. Und so ist es wichtig, dem Körper eine Stimme zu geben und zu bemerken, wann es genug ist. And the main focus is just to be aware of coordination of the body movements and the breath. So, der Hauptfokus liegt auf der Koordination, also auf der Gleichzeitigkeit der Körperbewegungen und des Atems. Because without our awareness of the breath, we're just doing some kind of light exercise. Und ohne Gewahrsein des Atems, also das ist sozusagen eine lebenslange Praxis, eine lebenslange Übung. Okay, so this is just a way that we're also going to encourage ourselves to find flow. Das ist auch eine Art, wie wir uns dazu ermutigen können, einen Flow zu finden. The flow state is very healing for the body, mind, for our emotions, for the brain, and it's good to just cultivate this sense of the flow state. Solchen Flow-Zustand zu kultivieren, ist einfach gut für unseren Body, Mind und für unsere Emotionen. Yeah. Okay, so I invite everybody to stand up because, of course, if you feel like you want to only sit, that's also possible. But I mean, you could just imagine then doing the practices because that's just as good. Also ich lade alle ein, jetzt aufzustehen, aber wenn ihr das Gefühl habt, wollt oder könnt ihr nicht, dann könnt ihr genauso gut sitzen bleiben und euch vorstellen, ihr macht die Bewegungen. Das ist genauso gut. Okay. So let's see. Move this a bit here. So can you still hear me? Yes? Okay, so we're going to first begin with just some simple warm-ups. We're just to warm up, to open up the breath and open up the chest and shoulders. Just Also this einfach swinging mal of the nachmachen, was die arms. Saki tut. Das ist jetzt einmal, um sich aufzuwärmen und um den Körper zu öffnen und den Atem zu öffnen und zu strecken ein bisschen. Okay, and opening up the shoulders.
Just breathe naturally. You just Die Schultern opening öffnen, up the chest area to breathe deeply, to breathe well. den Brustkorb öffnen, um einfach gut und tief zu atmen. Pirzia has often said, the Sufi is the one who breathes well. Sia hat oft gesagt, ein Sufi ist einer, der gut atmet. Okay. Looks like somebody came in. Okay, so this is just all we'll do now for the warm-ups. So we're going to share a practice that I call open to life. So, das ist jetzt zum Aufwärmen genug und wir werden jetzt eine Übung teilen, die ich die Öffnung dem Leben hin gegenüber nenne. So this is just simply inhaling Einfach einatmen and exhaling. und ausatmen. And you inhale coming up Einatmen and exhale. und ausatmen. So just find your own rhythm. We'll do this a few times. Und findet euren eigenen Rhythmus und macht das ein paar Mal. And just notice, like, the body wants to say yes to life. It needs to open and just create space. Und bemerkt einfach, wie der Körper Ja zum Leben sagt und das Leben einlädt und das erzeugt Raum. So remember to just coordinate your breath with the movements. Und denkt daran, den Atem mit den Bewegungen zu koordinieren. Okay, we'll do this one more time. Einmal noch. And just stand for a moment, checking in with yourself. Steht einen Augenblick und kommt zu euch. A few breaths in and out just to sense what you're feeling in your body. Und indem der Atem ein- und ausfließt, fühlt einfach, was da in eurem Körper gerade zu spüren ist. And it's very important to listen. Just listen to your body. Und es ist sehr wichtig, auf euren Körper zu hören. Okay, so this next practice that we share, parting the clouds. Die nächste Übung, die wir miteinander teilen, heißt die Wolken teilen. So it's like being aware clouds are in the sky and they're not fixed formations, they can move. So, es ist, macht euch bewusst, dass Wolken im Himmel keine festgelegten Formationen sind, sondern dass sie sich ständig bewegen. So it's a little bit like our obsessive thoughts. They don't have to be fixed formations to hide the light of the sun. Und es ist ein bisschen wie also sie sind eben nicht wie wie die Gedanken, die so obsessiv uns oft besetzen und das Licht der Sonne unseres Bewusstseins verdunkeln. So this is like the inhalation. I'm breathing in and I'm breathing out. Inhaling, palms facing up, turning them, and exhaling, dispersing the clouds. Und im Ausatmen die Wolken zerstäuben. And you're also creating space in the body-mind. Und wieder schaffen wir Raum im Körper ein. So just find your own rhythm. Actually, the movements should follow your natural
movement of the breath rather than the other way around. So findet euren natürlichen Rhythmus. Und zwar möge es so sein, dass die Bewegungen dem Rhythmus des Atems, dem natürlichen Rhythmus des Atems folgen und nicht umgekehrt. So this is the inhalation, breathing in. Das ist die Einatmung. And breathing out. Und ausatmen. Again, once more. Einmal. And just come standing for a moment. Steht einen Check in with Augenblick yourself still. once again. Kommt wieder zu euch und spürt, was da los ist in euch. And sometimes maybe you feel that there's a lot of very tight places in the body mind, and you might need a little bit more energy to kind of break through those clouds that are kind of stuck there in the sky of mind. Manchmal könnt ihr vielleicht fühlen, wie da einiges in eurem Körper-Mind feststeckt. So Dann this is braucht just ihr mehr Energie, um die Wolken dieser Blockaden zu zerstreuen. so this one is just a little bit more let's say energetic. Und das ist jetzt eine etwas energetischere Übung. So the hands begin here by the diaphragm, palms facing up. Hände am Zwerchfell, Handflächen nach oben. So this is the inhalation, breathing in and breathe out. Like the wind blowing away the clouds. Breathe in. And we breathe Werden die in. Wolken also wirklich mit Kraft auseinandergetrieben. Inhaling and exhaling. Einatmen und aus. And once more. And just turning at the shoulders just to create some movements between the shoulder blades so you're breathing a little bit better. Und wenn man diese Bewegung macht, entsteht zwischen den Schulterblättern mehr Raum für den Atem. So it's also good to focus the mind and to bring the breath deeper into the body, because this is where we find our stable base in the body, just below the navel. Und es ist gut, den Mind auch darauf zu fokussieren, den Atem wirklich tief in den Körper hinunterzulassen. Denn auf diese Weise finden wir unsere Stabilität, unseren Ruhepol. So a feeling of embodied presence in life. So können wir nämlich gegenwärtig sein im Leben verkörpern. So this is the breath. So it's breathing up along the center line of the body to about the throat area with the inhalation, and this is the exhalation, sinking the breath down to the belly area. Das heißt, im Einatmen ziehen wir den Atem über die Mittellinie des Körpers, den Mittelkanal des Körpers hoch bis zum Kehlchakra, und im Ausatmen sinken wir ein, lassen wir ihn hinunter sinken, die Erde. Also, sometimes the legs can feel a little bit wobbly when one gets
much older. And so this is also good for keeping a bit of balance and strength in the legs. Und das ist auch eine Art, um in den Beinen sozusagen stärker und zu werden, das Gleichgewicht besser halten zu können. Denn manchmal werden die Beine ja so ein bisschen wackelig im Alter. Once more. Okay, and then just checking in with yourself. Und wieder stehen und zu sich selbst kommen und einfach zu sich selbst nach Hause kommen und spüren. Maybe just even with these few exercises already you feel more movement and warmth and vitality flowing and tingling in your fingers. Vielleicht fühlt ihr schon mit diesen paar Übungen mehr Bewegung, mehr Vitalität, mehr Energie im Körper fließen und auch vielleicht so ein bisschen ein Kribbeln in den Fingern. Okay, so just always taking a few breaths to check in. Not that we're not just rushing, doing a marathon with any of these Nehmt immer ein practices. paar Atemzüge, um wieder zu euch zu kommen und sozusagen fegt nicht darüber hinweg wie in einem Marathon. And even while standing, keep your knees soft. Und während ihr steht, haltet eure Knie weich, nicht durchstrecken. Okay, so now we're going to do cloud hands. Schaut, what? Cloud hands. Okay. Hands are like clouds moving across the sky of your consciousness. So, jetzt tun wir so, als wären unsere Hände Wolken, die wir über den Himmel unseres Bewusstseins bewegen. You're making two big circles. One is going past the face, the other the lower belly. And the palms are facing your body. Wir machen zwei große Kreise, einen um den Bauch herum und einen ums Gesicht. A good reminder of entering into the flow state, like clouds that are just lazily drifting across the sky. Nowhere to go, no hurry, just taking it easy. Das ist eine gute Art und Weise, um in einen Flow-State einzutreten, denn die Wolken bewegen sich faul und ohne ein bestimmtes Ziel, ohne etwas erreichen zu müssen über den Himmel. And you're just swaying gently from side to side. Und so können wir uns langsam, sanft von einer Seite zur anderen bewegen. Your eyes can gently follow the upper hand. Und die Augen können die jeweils oben befindliche Hand begleiten, wir folgen. Okay, and then just slowly coming to a stop now. And Und back kommt into the langsam chair. zur Ruhe. Okay, and then we share a practice called Embrace Tree. Die nächste Übung, die wir miteinander teilen werden, heißt den Baum umarmen. So just being aware that we're like a great tree, just like in nature, there's deep rootedness with the earth, but also a sense of openness to the vastness again of the sky, of the sun and light that nourishes us. Macht uns klar, wie die Bäume so in der Natur stehen, so absolut fest und
unverrückbarer und sich doch öffnen in Richtung der Weite und des Lichts des Himmels und der Sonne. So knees are slightly bent. Knie sind ein bisschen gebeugt. So we're inhaling Wir atmen ein and exhaling. und atmen aus. Inhale Einatmen and exhale, turn to one side slowly. und im Ausatmen wenden wir uns nach einer Seite. And then just take a few deep breaths here, like embracing a tree. Und hier ein paar tiefe Atemzüge nehmen, wie als würden wir einen Baum umarmen. And take a deep breath in. Tief einatmen And as we exhale, turn back to the front. und kommen wir wieder nach vorne mit dem Ausatmen. And then we breathe in Dann atmen wir ein, and breathe out. aus, And we breathe in ein, and breathe out. aus. Embracing the tree. Take a deep breath in Tiefer Atemzug, Einatemzug and turn to the other side. und sich zur anderen Seite wenden. And we breathe in and out slowly. Hier atmen wir ein paar Mal langsam ein und aus. Take a deep breath in Tiefes Einatmen and breathe out, coming back to center. und kommen wir im Ausatmen wieder in die Mitte. Inhale Einatmen and exhale. und ausatmen. Well, we only do it like this today. Maybe tomorrow we'll add a couple of more just to build it up. So, mehr machen wir heute nicht. Morgen kommen vielleicht noch einige dazu, um darauf aufzubauen. Okay, so just shake out your body for a moment, just in case there's any tightness. Schüttelt ein bisschen Yes. Körper aus. And then just a light movement. So as you're inhaling, lifting up one leg and the other arm, and then exhaling, bringing it down, Und and dann then einfach changing to the other side. Inhaling and exhaling. so wie es die Ja. Saki macht, einatmen und hinaufgehen und ausatmen und runter. Leicht. So good for coordination, left, right hemispheres of the brain. Das ist gut, um die rechte und die linke Gehirnhälfte zu koordinieren. And for balance. Und natürlich fürs Gleichgewicht. So just imagine you're walking on clouds. So when you bring your foot down, doesn't matter, you don't have to raise your knee so high, but just more the feeling of, oh, yes, just walking lightly through life. It's not having to be so heavy. Ihr müsst die Knie Right. nicht so weit hochheben, ja, sondern einfach dieses Gefühl haben, leicht durchs Leben zu wandern. Es muss nicht schwer sein. Es ist wie, als ob ihr auf Wolken wandeln würdet. Okay, once more. Einmal noch. Doesn't matter if you lose your balance. We all come to that and regain it. Es macht nichts, wenn ihr das Gleichgewicht verliert. Wir kommen immer wieder hin. Das ist der Punkt. And 2 more breaths of opening to life. Inhale Und ein paar Atemzüge mehr, wieder einatmen, sich dem Leben öffnen and exhale. und ausatmen. Let yourself take in all that universal life energy. Und nehmt all die universelle Lebensenergie auf im Einatmen.
Let it flow through you. Lass sie durch dich fließen. Okay. So we'll come sitting now just to tune inwardly for a few moments. Setzt euch, um ein bisschen sich nach innen zu stimmen für ein paar Augenblicke. And just simply arrive and be present to your breath. Kommt einfach an und seid in eurem Atem gegenwärtig. Okay, so let us share a healing kasab practice, an alternate nostril breathing practice. Wir werden jetzt eine Kasab-Praxis miteinander teilen. Ihr wisst, das ist abwechselnd durch die Nasenlöcher atmen. So the thumb, we know, of the right hand is under the chin, and the right middle finger will be alternately covering the right nostril, while the left hand is over the back of the right hand, with the thumb alternately covering the left nostril. Also der rechte Daumen ist unter dem Kinn, sodass der rechte Mittelfinger das rechte Nasenloch verschließen kann. Die linke Hand legt sich darüber, sodass der Daumen der linken Hand den linken Nasenflügel verschließen kann. So we begin by exhaling through the left nostril. Und wir beginnen damit, durch das linke Nasenloch auszuatmen, das heißt das rechte zu verschließen. And we inhale through the left nostril Wir after being atmen, emptied with the thought, hi, the thicker. wir atmen, indem wenn wir ausgeatmet haben, durch das linke Nasenloch ein, auf den Fikar, also das gedachte Mantra Hai. Holding the breath on the thought Kudus, sacred spirit. Wir halten den Atem dann auf den Gedanken von Kudus, dem Heiligen Geist oder auch dem Heiligen Atem. And then we exhale out through the right nostril, hi. Und wir atmen durch das rechte Nasenloch wiederum mit Hai innerlich gedacht aus. So do 5 breaths of this. Inhaling left, high, hold, Kudus, out, right, with the thought, this is healing my body. Und macht diesen Atem 5-mal, das heißt links ein, ausatmen, anhalten und rechts aus mit dem Gedanken, das heilt meinen Körper.
And we switch to the other side and repeat this now, reversing. Inhaling through the right nostril high, holding on Kudus, exhaling the left nostril with the thought, this is healing my mind. Wir drehen das jetzt atmen durch das rechte Nasenloch ein mit Hai, halten Kudus, durch das linke Nasenloch aus, mit dem Gedanken, das heilt meinen Mind. After 5 breaths, then breathing in and out through both nostrils. Inhaling high, hold, Kudus, exhale, high. Und nach 5 Atemzügen fahren wir fort, damit durch beide Nasenlöcher einzuatmen. Hai, anhalten, Kudus, Hai wieder ausatmen. Beide Nasenlöcher. With the thought, this is healing my heart. Mit dem Gedanken, das heilt meine Seele, mein Herz. Amen. Rubbing your hands together. Creating magnetism. Opening to receive the divine light of healing with the prayer. Uns damit stärken, das göttliche Licht der Heilung in uns einladen. Beloved Lord, Almighty God, through the rays of the sun, through the waves of the air, through the all-pervading life in space, purify, revivify me, and I pray, heal my body, heart, and soul. Geliebter Herr, allmächtiger Gott, die Strahlen der Sonne durch das Wogen der Luft, durch das alles durchdringende Leben im Raum. Läutere und erwecke mich zu neuem Leben. Ich bitte, heile mir Körper, Mind und Seele. Herz und Seele.
So just being conscious of the state of our being all the while. Wir einfach uns bewusst, in welchem Zustand unser Sein jetzt gerade ist. Zeit. So as we open to the meditative state, Wenn wir uns den meditativen Zustand öffnen. so Pure Vilayat often taught us that meditation is also a training in the right use of consciousness. Vilayat hat oft gelehrt, dass Meditation auch ein Training im rechten Gebrauch des Bewusstseins ist. To foster creativity in us. Um Kreativität in uns zu nähren. And to modulate our consciousness beyond what he would call the limitations of middle range thinking. Und unser Bewusstsein zu modulieren auf eine Sphäre, die jenseits des, ich sage mal, oder er sagte einmal so, des Mittelklassen, des mittelmäßigen Denkens liegt. And to remember that our whole being is beyond boundaries and in a state of ongoing transformation. Und uns bewusst zu machen, dass unser ganzes Wesen ohne Grenzen ist und in einem Zustand permanenter Transformation. So that's what we were busy with this morning. In the first direction in meditation was learning to stretch consciousness. Und damit waren wir diesen Vormittag beschäftigt, um uns sozusagen unser ganzes Wesen, unser Bewusstsein, sich zu strecken, tatsächlich sich auszubreiten. We need to get used to grasping things in a wider context. Wir müssen uns daran gewöhnen, Dinge in einem größeren Zusammenhang zu erfassen. So then the second direction of meditation is turning within. Die zweite Richtung unserer Meditation ist, nach innen sich zu wenden. Hazrat Inayat Khan says, with the maturity of the soul, one desires to probe the depths of life. Also dass mit dem Reifungsprozess der Seele entsteht in uns die Sehnsucht, die Tiefe des Lebens zu erforschen. And he also says, when I open my eyes to the outer world, I feel myself as a mere drop in the sea. Sagt er auch, wenn ich meine Augen der äußeren Welt öffne, dann fühle ich mich wie ein Tropfen im Ozean. But when I close my eyes and look within, I can see the whole universe as a bubble raised in the ocean of my heart. Doch wenn ich die Augen schließe und nach innen schaue, dann sehe ich das ganze Universum wie eine Blase aus dem Ozean meines Herzens aufsteigen. So of course, this dimension of inner practice involves moving from the surface awareness of outer life to look deeper within ourselves. So, diese Phase, dieser Schritt unserer meditativen Praxis bringt es mit sich, dass wir natürlich von der äußeren Oberfläche der Dinge tiefer in das Wesen dessen, was vorgeht, schauen müssen. And the solar plexus center is considered a kind of doorway to our inner space where we can discover a whole universe within us.
Der Solarplexus ist sozusagen also ein Portal in unsere eigene Innenwelt, von Sufis als solches betrachtet, wo wir ein ganzes Universum in uns selbst entdecken können. But it's also a very sensitive area because much of our vulnerability and the woundedness of the past can still sit here very heavily. Es ist allerdings auch ein sehr verletzlicher, ein sehr sensibler Teil, denn unsere Verletzlichkeiten und etliche der noch nicht geheilten Wunden unserer Vergangenheit können hier ihren Sitz haben. And well, often by turning within, we come in contact with very deep pains and beliefs which we have acquired from early conditionings and societal norms which are limiting us. Wenn wir so uns nach innen wenden, dann können wir, indem wir uns auf den Solarplexus konzentrieren, auch auf tiefen Schmerz stoßen und auf Glaubenskonzepte, die wir in unseren frühkindlichen Konditionierungen und durch den Druck der Gesellschaft aufgenommen haben. So then all these outer impressions can nestle inside, and then of course what we see outside kind of confirms our beliefs of what we've carried with us as impressions. Und all diese Verletzungen, die wabern noch in uns, und was wir im Außen erleben, das hat die Tendenz, diese Glaubenssätze und Systeme noch weiter zu nähern. So it's a process of continual clearing out of old impressions and beliefs that hold us back from seeing our lives in a fresh, creative, new way. Es ist also ein Weg, unser Leben uns immer wieder zu reinigen von alten, begrenzenden, schmerzhaften, konditionierenden Eindrücken, um uns und das Leben in einer neuen und frischen Weise zu sehen. So maybe while you're kind of focusing your attention on the solar plexus, we could also maybe share some healing breaths to clear and just to ease any kind of contraction and tightness and pain around this area of the solar plexus. Indem wir uns auf den Solarplexus konzentrieren jetzt und fokussieren, können wir vielleicht einige heilende Atemzüge dorthin schicken, die uns vor den Spannungen und den Schmerzen und all dem, was uns da bisher zurückgehalten hat, erlösen können. So with the inhalation, we're thinking Shafi, and with the exhalation, Kafi. Shafi, inhaling. Im Einatmen Shafi, Gott ist der Heiler. And breathing out Kafi, the remedy, the divine remedy. Und im Ausatmen Kafi, Gott ist die Medizin. So we'll just do this for a few breaths, and I mean, this is something you can return to in your practice whenever you have these feelings of discomfort here, or you need to get in touch with something that's sort of sitting in you. Das könnt ihr immer machen, wenn ihr euch ein bisschen unwohl fühlt oder so, das Gefühl habt, dass da irgendetwas in euch liegt. So I do it this way. We look to the left as we think the thought Shafi. Wir schauen nach links, indem wir den Gedanken Shafi denken. And then as I breathe out, I'm blowing the breath through the solar plexus as I exhale the thought Kafi, moving to the right side. Indem ich mit der Kafi mich auf die rechte Seite, also den Kopf nach rechts schwenke, habe ich den Gedanken, den Ausatmen durch den Solarplexus durchzuleiten. And then I inhale again through the right side now, because I'm on this side now. Shafi. Wieder atme ich auf der rechten Seite Shafi ein. And breathe out a gentle breath through the solar plexus, Kafi. Atme sanft durch den Solarplexus mit Kafi wieder aus. Turning to the left side.
So it's making this kind of fan-like shape, huh? Inhaling Shafi, exhaling Kafi, coming back to the source of all healing, the one. Shafi, inhale, Kafi, blowing, exhale, the divine remedy. So just in kommen wir your own sozusagen rhythm, zu a few dem breaths. göttlichen Einen, indem wir eine Bewegung machen, die sozusagen einen Fächer zeichnet. Einatmen, den göttlichen Heiler, und ausatmen, die göttliche Medizin. Okay, and you could just rest for a moment. Einen Augenblick Ruhe. You could also continue the breath if you wish. Just to very gentle, though very gentle, and then just pause in between. Ihr könnt diesen Atem aber auch weiterführen, ganz sacht, und dazwischen immer wieder pausieren. Pure Vilayat used to be very, fond of quoting the physicist David Bohm. Die Vilaya hat immer sehr gerne den Physiker David Bohm zitiert. And he had said, creativity is not only the fresh perception of new meanings, Er sagt, die Kreativität ist nicht ausschließlich oder nicht nur die frische, erneuerte Wahrnehmung von Bedeutungen, and the ultimate unfoldment of this perception within the manifest and the somatic, or the body. und die ultimative Manifestation dieser Kreativität, dieser Bedeutung im Körper, So that perception unfolds through the manifest. sodass sich Wahrnehmung in der Manifestierung oder im Manifestierten entfaltet. But he also said, it is ultimately the action of the infinite in the sphere of the finite. Sondern letztendlich ist es das Tätigwerden des Unendlichen in der Sphäre des Endlichen. What a beautiful thought that is. Was für ein schöner Gedanke. Okay, so I want to just say a few words. So when you feel you'd like to just open your eyes, that's also fine. Ich werde noch ein paar Worte jetzt sagen, und wenn ihr euch danach fühlt, könnt ihr auch die Augen öffnen. I want to just say a few words about beliefs and how what we believe shapes also how we are aging and growing into our elderhood. Und ich möchte ein paar Worte über Glaubenssätze, Glaubenssysteme sagen und wie sie die Art formen, wie wir durch unser Älterwerden und durch unser Ältestersein gehen. Because of course in our current times there's been a lot of psychological as well as biological research that has been adding its voice to the age-old wisdom spiritual traditions. Denn es hat in der letzten Zeit sehr viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben, die ihre Einsichten zu der uralten Weisheit der spirituellen Traditionen hinzufügen.
that have all emphasized the same thing, which is the importance of our beliefs and our attitudes in determining how our lives can unfold. Und die sagen eigentlich alle dasselbe, nämlich die Wichtigkeit der Herangehensweise, der inneren Herangehensweise sozusagen, dafür, wie wir unser Leben, unser Älterwerden sozusagen erleben und gestalten. And here I'm just referring more specifically to our beliefs about aging and not about if we have an illness, like people can make themselves feel guilty by thinking, oh, I brought it on myself through my thoughts. I'm not talking about that. Und ich spreche jetzt einmal nicht über Krankheiten, wo sich Menschen schuldig fühlen könnten und meinen, oh Gott, ich habe das und jenes über mich selbst gebracht, sondern es geht jetzt wirklich einmal ums Altwerden, wo wir quasi nichts dagegen tun können. But in many modern, so to speak, societies, aging is largely seen as a time of decline and loss. Also in unserer modernen Gesellschaften wird das Altern weithin als ein Abstieg und ein Verlust gesehen. A time to withdraw from being able to actively contribute to anything. Eine Zeit, wo man sich davon zurückzieht, aktiv etwas beizutragen. So very often people have this loss of a sense of purpose and meaning. Das heißt, sehr häufig haben die Menschen das Gefühl eines Sinn- und Bedeutungsverlusts. And then a kind of, let's say, diminishing of the passion for life. Und damit nimmt auch die Leidenschaft für das Leben ab. And then in these cases too, I'm sure you know many people like this as well. They're not really good role models for aging, but people who kind of just try to hold on to who we have been in the past. Und ihr kennt sicher eine ganze Reihe von Menschen, die nicht wirklich ein gutes Rollenvorbild für Altern sind, die versuchen, sich an dem festzuhalten und das aufrechtzuerhalten, was sie früher waren. But in some cultures, in particular indigenous cultures, aging is really honored as a process of developing character. In vielen anderen Gesellschaften, und zwar insbesondere indigenen, wird das Altern geachtet und gewürdigt als eine Phase, wo wir Charakter entwickeln. And acquiring and sharing wisdom that comes from not just having experiences, but deeply reflecting on our experiences. Und die sozusagen eine Weisheit in alten Menschen achten, die nicht lediglich daraus stammt, das Leben erlebt zu haben, sondern über diese Erfahrungen auch tief reflektiert zu haben. So even without maybe the outer support of, our society at large, this stage of life gives us really the time and opportunity for another orientation. So abgesehen davon, dass unsere Gesellschaft im Großen und Ganzen das nicht unterstützt, gibt uns dieses Lebensalter doch die Möglichkeit, eine tiefere und weitere Orientierung in uns zu finden. Dem Leben selbst gegenüber. We can focus on our deepest values and our spiritual life. Wir können uns auf unsere tiefsten Werte und auf unser spirituelles Leben konzentrieren. Which will naturally impact all our relationships. Was ganz natürlich alle unsere Beziehungen beeinflussen wird. So these final phase of our life really is a time full of potentiality still for fulfillment and meaning. Das heißt, diese letzte Phase unseres Lebens ist immer noch voll von Potenzial, von Bedeutung, von Möglichkeiten. And for
passion and active service. für Leidenschaft und auch für aktives Dienen. But it is important to, as we turn within, to explore with as much honesty as possible the beliefs and attitudes we hold about our own aging process. Indem wir uns nach innen wenden, ist es unerlässlich, uns mit größter Ehrlichkeit auch den Glaubenssätzen zu stellen, die wir selbst uns gegenüber und unserem Altern gegenüber halten, aufrechterhalten. You know, when we live in a youth-oriented culture that does not necessarily honor the elders or see value in them, So, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die vor allem die Jugend ehrt und die das Alterwerden nicht gern, Älterwerden nicht speziell jetzt achtet und würdigt, unless we're working deeply on ourselves, these disempowering beliefs become very strongly ingrained and hold power over us. dann werden diese sehr, sehr starken Einflüsse unserer Umgebung, ja, können sich als sehr starke Glaubenssätze in uns festsetzen und uns leiden machen, wenn wir nicht wirklich dezidiert spirituell an uns arbeiten. So as in every area of life, transformation can only take place if we honestly look at our fears, our hopes, our attitudes and our beliefs. So wie in jedem anderen Lebensfeld auch, kann wirkliche Transformation nur geschehen, wenn wir uns rückhaltlos konfrontieren mit unseren Einstellungen dem Leben gegenüber, mit unseren Glaubenssätzen und unseren Wunden. And really the truth is, we have choice in how we age. Die Wahrheit ist, wir haben eine Wahl darin, wie wir altern. And the more that we are engaged in denial or surrendering to disempowering beliefs and attitudes, Und je mehr wir uns der Verleugnung oder entmächtigenden Glaubenssätzen und Einstellungen hingeben, the greater our risk is of being painfully unprepared for all the inevitable losses. desto größer ist die Chance, dass wir nicht ausreichend auf die unvermeidlichen Verluste, die im Alter eben folgen, vorbereitet sind. But then we also are unprepared to meet the unique opportunities that are accompanying us on our journey through our life's later chapters. Das bedeutet aber auch, dass wir dann nicht darauf vorbereitet sind, die einzigartigen Geschenke und Möglichkeiten anzunehmen, wahr und anzunehmen, die uns in den letzten Kapiteln unseres Lebens begegnen. So let us really remember we have the power to choose the beliefs that give shape to our lives. Also lass uns daran erinnern, dass wir die Macht haben, die Glaubenssätze zu wählen, die unser Leben gestalten. And as our Murshid Hazrat Inayat Khan says, belief has two tendencies. Also Inayat Khan sagt, Glaube hat zwei verschiedene entgegengesetzte Tendenzen. One is the tendency of water that flows, runs, Die eine ist die Tendenz des Wassers, so wie es fließt. and the other is that of water that has become frozen. Die andere ist die des Wassers, das gefroren ist. One of Pierre Light's favorite words, he would use, thoughts that are sclerosed. That's the water that's become frozen. Gewilayat hat das bezeichnet als Gedanken, als sklerotisierte Gedanken. Das ist das Wasser, das eingefroren ist. Ne?
Okay, so we're going to share just briefly some of the practices that I've also written for you for the afternoon that you can do on your own, since this is a retreat. Also wir werden jetzt kurz die Übungen miteinander teilen, die ich für euch zusammengestellt habe, damit ihr sie am Nachmittag selbstständig praktiziert, denn dieses ist ein Retreat hier. So the divine names: Ya Salam, Ya Batin, Ya Rakib. So as we say Ya Salam, making the circle, surrounding ourselves with a zone of silence and peace. Also indem wir diesen Dreiviertelkreis des Sikha machen mit Ya Salam, da umgeben wir uns mit einem Kreis mit einer Sphäre von Stille und Frieden. We need to create sentinels at the doors of perception so that we won't let in all these outer distractions and noisiness of the world to come into our deeper being. Wir müssen Wächter erschaffen vor den Toren unserer Wahrnehmung, damit wir nicht all den Lärm und die Störungen und Ablenkungen der äußeren Welt in uns hineinlassen. And then as we bow and turn within, Ya Batin. Indem wir uns verneigen und uns nach innen wenden, das ist die Abatin, der Gottesname, Into the solar plexus center, in den Solarplexus hinein, to the veiled mystery, zu dem verschleierten Mysterium, the hidden treasure within. verborgenen Schatz im Inneren. Ya Batin. And then from here, we rise with the third divine name, Ya Rakib, coming into our hearts, the ever watchful one. Indem wir uns wiederum aufrichten und mit Ya Rakib in unserem Herzen ankommen, das ist der immer Achtsame, der immer alles Wahrnehmende, Aufmerksame. Through being present and awake, there's also a kind of protectiveness in this divine name. We're watching over the kinds of thoughts that we entertain. Das heißt, es gibt in diesem heiligen Namen eine Art von Schutz, in dem wir sozusagen in diesem Gegenwärtigsein, diesem Achtsamsein gibt es einen Schutz, weil er uns hilft, all unsere Gedanken, die da so aufsteigen, in Schach zu halten. So we're just going to share this 5 times, and of course on your own, 11 times, 33 times, 101 times, whatever you feel you want to, how many recitations, it's fine, but Also wir machen das jetzt 5-mal, aber ihr, ob ihr das dann 5, 11, 33, 101-mal macht, also in eurer Rezitation, ganz wie ihr euch fühlt, so ist es in Ordnung. Ya Salam. Ya Batin. Ya Rakib. Ya Salam. Ya Batin. Ya Rakib. Ya Salam. Ya Batin. Ya Rakib. Ya Salam. Ya Batin. Ya Rakib.
Ya Salam. Ya Batin. Ya Rakib. And as a fikr, meaning silently on the breath without the ya, Jetzt als ein Fikr, das heißt, Fikr heißt Gedanke auf Arabisch, das heißt nicht ausgesprochen, sondern schweigend, still auf dem Atem. exhaling on salam, Also ausatmen auf Salam, bowing and inhaling on batin, indem wir uns verneigen, mit Batin atmen wir ein. rising and holding the breath on rakib. Wir erheben uns und halten den Atem auf Rakib. So, exhaling salam, Ausatmen Salam, inhaling batin, einatmen Batin, holding the breath on rakib. auf Rakib den Atem halten. So just a few breaths on your own. Ein paar Atemzüge für euch selbst. And then just always hold an equal amount of silence to the number of breaths or recitations that you have done. Und haltet immer auch ein entsprechendes Ausmaß an Stille, entsprechend der Anzahl von Wiederholungen, die ihr gemacht habt. And this is the Fikr Asir, which gives us maybe some sense of what's kind of coming to our awareness, our conscious awareness from within. Das ist der Fikr Asir und er gibt dem Raum, das sozusagen aus unserem Inneren dann aufsteigt in dieser Einstimmung, unser Bewusstgewahrsein. And I would just recommend, you don't have to do this so long. It's also very symbolic in bringing our awareness to this. Ihr müsst das nicht zu lange machen, es ist einfach auch ein Symbol, um eure Aufmerksamkeit darauf zu lenken. A few times to do something called the Zikr-i-Abdali. Zikr-i-Abdali. Einmal möchte ich den Zikr-i-Abdali machen. And this is where we are, when we're aware of all the negative self-talk or untruths that we are constantly repeating to ourselves, we fling them away. We fling away the untruths and we take in instead the light of the divine to illuminate our minds. Und das ist eine Übung, um die ganzen Unwahrheiten und negativen Gedanken, die wir so aussprechen tagtäglich, einfach herausschleudern, um das Licht des Göttlichen in uns hineinzunehmen. So this is how it's done. I'll just demonstrate it. La ilaha, taking in the light, the divine intelligence. Illallahu,
So Mit fling it away. Lacher schleudern wir diese negativen Gedanken raus und beim Illallahu holen wir das göttliche Licht, die göttliche Intelligenz in uns herein. We'll just share this a few times. La ilaha, gathering the light of the divine intelligence to inform each of us. Illallah. Göttliche Intelligenz sammeln, um jeden von uns zu informieren. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Just once more. La ilaha illallah. And then from here, we enter into just 5 for now, 5 recitations of the bowing zikr of light. Und hier gehen wir weiter zu 5 Wiederholungen des sich verbeugen Sikr des Lichts. So as we bow on Illah, Indem wir uns auf casting- Illah verbeugen, casting the light of the divine intelligence operating through our own higher mind upon the solar plexus, schleudern wir das Licht der göttlichen Intelligenz, das durch unseren höheren Mind arbeitet, in den Solarplexus, to make things clear, dort die Dinge zu klären. and we rise on La, return to our hearts, Indem wir rising on La. La kehren wir ins Herz zurück. And then Hu, present in our hearts so that the divine presence might unveil its mysteries to us. Sind wir in unserem Herzen gegenwärtig, sodass sich dort das Mysterium der göttlichen Gegenwart fühlen kann. So let's share this just 5 times. Illa, La, Hu, Illa, La, Hu, Illa, La, Hu, Illa, La, Hu, Illa, La, Hu. And as a fikr, when you wish, exhaling on Illa, inhaling as you rise on La, and hold the breath on Hu. Ameen. Just holding a silence, the fikr asir.
Remembering Murshid's words. With the maturity of the soul, one desires to probe the depths of life. And to discover the power that is latent within. To long to know the source and goal of life. To understand the meaning of life. And to understand the inner significance of things. One wants to touch the mystery of time and space. Jan, to unmute, please. To find the missing link between God and man, woman. Sorry, I was unmuted. I was muted. No, I'm sorry. I didn't write this out. No problem. Es geht darum, den Sinn des Lebens zu erforschen, die geheime Bedeutung der Dinge jenseits der Oberfläche zu erforschen. Die Quelle, das Ziel des Daseins zu erforschen. In other words, turning within, the maturity of the soul desires to turn deep to the depths to find out the mystery and the missing link between our humanity and our divinity. That's it in a nutshell. Mit anderen Worten, und sozusagen in der Nussschale ausgedrückt, nach innen zu wenden. Sich nach innen zu wenden bedeutet, sich die Tiefen des Lebens zu erforschen, das Geheimnis des Lebens zu erforschen, damit das Zusammenfallen von Äußerem und Innerem, von Menschlichem und Göttlichem selber zu entdecken. Okay. Yeah, so when we're ready, let us just open our eyes. I feel like I'm on camp time. I hear the bell ringing for the lunch. So I always was running over time. Wie am Camp, so wenn die Glocke zum Mittagessen läutet. Wir haben ein bisschen überzogen. Okay, so my dear ones, so there I will be sending to all those who were on my list that Leon gave me everything that not everything, but just the summary of our practices and attunements that we've worked with, and the reflections for journaling. Also ihr Lieben, Leon wird euch, das heißt allen, von denen wir die E-Mail-Adresse haben, eine kleine Zusammenfassung der Übungen, die wir jetzt gemacht haben, die euch für Nachmittag vorgeschlagen sind, und der Themen, wo ihr euer Tagebuch sozusagen befüllen möget oder euch das überlegen mögt, schicken. And I recommend, go for a walk in nature. Let nature inform you and inspire you and help you to listen in more. Und ich empfehle euch wirklich in die Natur zu gehen. Lasst die Natur euch inspirieren, informieren und näher zu euch selbst kommen. And you could have as your walking practice, inhaling Batin, exhaling Rakib to keep a practice going when you're walking
outside to stay connected with our work. Und wenn ihr beim Spazierengehen mit unserer Arbeit hier verbunden bleiben wollt, dann könnt ihr als Gehmeditation Warten und Rakib machen. And the reflections I've written out to reflect on the beliefs that you might have. And it's so helpful, really, to write it out for yourself. Make things conscious eldering. Und das, was ich euch auch aufgeschrieben habe, diese Fragen in Richtung eurer negativen Glaubenssätze, es ist so hilfreich, sich die wirklich bewusst zu machen, klar zu machen, was da im eigenen Inneren vorgeht, damit wir bewusst altern können. So some of those reflections are questions, inquiries to ourselves. Das sind Selbsterforschungen, das sind Fragen zur Selbstreflexion. Do you actually believe that you have a choice in how you age? Glaubst du wirklich, dass du eine Wahl darin hast, wie du alterst? Are you holding on to any self-defeating, self-critical and negative messages on aging-related issues and that are not very supportive to you in your journey of conscious eldering? Hältst du dich an sich selbst besiegende, limitierende Glaubenssätze an, die deine Möglichkeiten, bewusst zu altern, einschränken und dir ein schlechtes Lebensgefühl geben? I find one of the most important ones is to contemplate on whether we base our value on what we can do rather than as a reflection of who we simply are. Und eine der wichtigen für mich war immer wieder, ist eigentlich, bewerte ich mich selbst gemäß dessen, was ich noch tun kann, anstatt dass mein Selbstwert eine Reflexion dessen ist, was ich bin. Because often after people retire, so to speak, from their jobs, then maybe there's some deep beliefs that one is no longer useful, as an example, or there's no longer purpose. Wenn Menschen in Pension gehen, dann ist das sehr häufig der Glaube, ich bin jetzt zu nichts mehr nutze oder habe keinen Sinn mehr im Leben. Anyway, I will be sending all of these to you. And the thing is, suddenly I saw that there were, more people than I had on the list. So if you didn't get it this afternoon, you should write to me, lightsong@gmail.com, so that I will send it to you, because then you're not on the list that I was given yesterday. Ich sehe, dass hier jetzt einige mehr sind als auf meiner Liste. Denen kann ich es wahrscheinlich nicht schicken. Das heißt, wenn ihr es nicht bekommt, dann schickt mir eine E-Mail unter lightsong@gmail.com. Dann kriegt ihr sie auch. Okay. So let us close now for today with the prayer for the Universal. Schließen wir für heute mit dem Gebet für den Universell. O thou who art the maker, molder and builder of the universe, build with thine own hands the Universal, our temple, for thy divine message of love, harmony and beauty. O du, der Schöpfer und Gestalter und Erbauer des ganzen Universums, bau mit deinen eigenen Händen den Universell, unseren Tempel für deine göttliche Botschaft von Liebe, Harmonie und Schönheit. All blessings. See you tomorrow. Have a good retreat afternoon. Retreat into the depths of yourself.